Hallo, herzlich willkommen. Neues Video von LCE. Das Wetter ist noch mal ganz schön heute. Ich habe gerade zum Corby gesagt, wir müssen das schöne Wetter mal nutzen, weil unser GT2, mit dem wir auch das letzte Video gedreht haben, ist jetzt endlich fertig. Was heißt endlich fertig? Ja, wir haben natürlich ein paar Tage gebraucht, aber es ist auch immer wichtig, dass man sich bei dem Auto oder allgemein bei den Autos, die wir bekommen und solche Projekte, dass man sich da die nötige Zeit für nimmt. Jetzt sind wir soweit durch. Wir haben Eingangsmessungen gehabt, waren knappe 720 PS. Ist von Haus aus, muss man sagen, eine sehr, sehr gute Leistung für das Auto. Es ist ein gutes Tuning, was da auch schon drauf war mit Upgrade-Lader und Ansaugsystem. Und wir haben uns dann um das Hauptthema gekümmert, nämlich die Kupplung, weil der Kunde ja gesagt hat, er hätte gerne ein bisschen mehr Leistung und natürlich auch das Thema Kupplung erledigt, weil die natürlich dann bei ihm schon bei der Leistung, bei dem Drehmoment gerupft hat. Genau. Haben wir uns angeschaut, haben uns darum gekümmert und haben von unserem Partner ES Motor eine passende Zweischeiben organische Kupplung verbaut, die sehr, sehr gut funktioniert in dem Auto. Wie gesagt, wir haben hier auf der Straße getestet, auf dem Prüfstand die Dyno-Runs gemacht. Der Corby wird mit Sicherheit gleich mal so einen kleinen Einblender machen, wo wir dann jetzt am Ende des Tages rausgekommen sind. Ich finde die Leistung brachial, was wir rausgekriegt haben, weil klar, 720 Eingang ist schon sehr, sehr gut. Wir haben jetzt hier noch mal ein bisschen was draufgelegt. Wir sind jetzt bei 789 PS circa, müssten es sein, und haben über 1100 Newtonmeter. Und das macht die Kupplung sehr, sehr gut. Das ist nicht selbstverständlich, aber die Teile von ES Motor, ich sage es immer wieder gern, die funktionieren halt, weil die auch einfach auf der Straße getestet wurden. Es ist nicht ein Bauteil, wo man sagt, man probiert einfach mal aus, weil alles, was wir auch bei ES Motor bestellen, ist halt einfach getestet und erprobt und es funktioniert einfach und das ist das Schöne daran. Also an alle Porsche-Fahrer da draußen, wenn ihr eurem Auto was Gutes tun wollt und mehr Leistung wollt, dann kann ich die Teile von ES Motor wirklich nur empfehlen. Das ist von der Qualität wirklich sehr, sehr gut und ja, gibt es eigentlich gar nichts ergänzend dazu zu sagen. Wir werden jetzt heute noch ein paar schöne Aufnahmen dazu machen. Wir nehmen euch mit. Wir drehen auch noch eine kleine Runde mit dem Auto, dass ihr mal so ein bisschen seht, wie sich sowas fährt. Weil ich muss auch sagen, für mich heute Premiere. Ich bin ja schon einige schnelle Autos gefahren. Aber wenn man sich das mal so zu Gemüte führt, ein Fahrzeug mit fast 800 PS, mit über 1100 Newtonmeter und das Ganze nicht Automatik, sondern handgeschalten, ist das schon eine Herausforderung. Doch, auf jeden Fall. Ich freue mich riesig drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wir nehmen euch jetzt mal mit auf eine kleine Runde, machen noch ein paar schöne Aufnahmen für euch und ja. So, da sind wir wieder im schönen GT2. Also mega tolles Auto, wirklich, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Projekt zu begleiten und auch nochmal einen riesen Dank an unseren Kunden in Berlin. Grüße gehen raus. Sehr, sehr tolles Auto. Vielen Dank für das Anvertrauen und ja, wir werden jetzt noch ein paar Meter fahren auf der Straße. Das Ganze natürlich vorschriftsmäßig, ist ja klar. Es geht bloß mal darum, dass ihr dabei seid, dass man das so ein bisschen zeigen kann, wie sich das verhält, weil die Kupplung lässt sich wirklich super dosieren. Oftmals ein Problem, was wir haben bei solchen Fahrzeugen mit Handschaltung und diesem extremen Drehmoment, dass die Kupplung extrem schwergängig ist. Ja, da braucht man schon richtige Sportlerwaden. Das ist hier jetzt nicht so. Es ist wirklich noch angenehm. Natürlich hat man einen anderen Druckpunkt wie bei einem Fahrzeug mit 150 PS, das ist keine Frage. Aber ich bin schon ganz andere Sachen gefahren und da habe ich dann mal ja,
nach ein bisschen Stadtverkehr und so habe ich dann schon gemerkt, da zieht es dann schon in der Wade. Das haben wir hier jetzt wirklich gar nicht. Ist wirklich angenehm zum Fahren, ist natürlich sportlicher und straffer das Ganze in der Kupplung, das ist klar. Aber ich sag mal so, dafür, dass die Kupplung weit über 1100 Newtonmeter kann, wirklich ist das absolut alltagstauglich, muss man auch sagen. Ne? Und ja, wir haben jetzt noch ein bisschen nasse Straßenverhältnisse. Wir haben nur noch 3 Grad, auch wenn ich gern wollen würde. Wir geben heute kein Gas. Wir werden uns hier strikt an die Regeln halten, wie immer natürlich. Aber ich denke, wir werden gleich nochmal eine kleine Passage haben, wo wir von 50 so ein bisschen rausbeschleunigen können, dass man das mal so sieht, weil ich finde, für das Auto und die Leistung, das ist schon brachial, was darüber kommt. Das macht mega Spaß, wirklich. Und auch das Schalten, wo ich immer sage, im Alltag, klar, wir sind alle heutzutage verwöhnt vom Automatikfahren, aber sowas, das ist halt noch das richtige Fahren, das macht richtig Spaß, doch. Vor allem das Klang dazu ist halt echt Ja, phänomenal. ja, ist halt GT2, ne? Man hat Turbolader und Sound, muss man schon sagen, das ist bei Porsche nicht selbstverständlich. Entweder das eine oder das andere. Wenn man jetzt gerade zu unserem 992 mal sieht, serienmäßig ist das noch ein richtiger Sound gewesen beim 992. Heute serienmäßig ist ja leider Gottes eine Flüstertüte, aber ist halt nun mal so, wie es ist, genau. Und 992 können wir auch helfen mit Sportabgasanlage, haben wir ein Video schon gedreht. Und beim GT2 genauso. Wir haben jetzt hier aber vom Kunden schon eine Sportabgasanlage drauf gehabt, die er gern behalten wollen würde. Die haben wir ihm auch drauf gelassen. Das funktioniert auch mit der Leistung alles. Und demnach alles gut, wie es ist. In dem Sinne brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Video wartet schon. Ihr könnt gespannt sein. Und wir fahren jetzt zurück in die Firma und euch noch einen schönen Abend. Ciao.